Heute geht es um Texas und wir wollen euch ein paar Fakten geben, humorvoll, wenn es um Texas geht und warum es vielleicht interessant wäre für euch. Sebastian, du hast Erfahrung, was Texas angeht. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich habe ja 10 Jahre lang mit kleinen Unterbrechungen in den USA gewohnt, viele Jahre davon in Texas. Und ich habe auf jeden Fall Erfahrung vor Ort mit Texas, habe Texas kennen und lieben gelernt. Und es ist groß, sehr, sehr groß, viel größer, als man sich das eigentlich wirklich klar macht. Ja, 100%. Also ich glaube, die Größe ist immer wieder was Leute doch sehr überrascht. Also man kann sich vorstellen, Texas ist doppelt so groß wie Deutschland oder etwa so groß wie die Iberische Halbinsel, also Spanien und Portugal kombiniert. Also man kann wirklich dort von Ost nach West locker 10 Stunden durch Texas fahren, ja, ohne das andere Ende erreicht zu haben. Es ist natürlich echt wirklich beeindruckend. Jetzt, wenn man an Texas denkt, dann denkt man Wüste und Steppenläufer, vielleicht so ein paar Kakteen, aber das ist eigentlich nur ein ganz kleiner Teil von Texas. Genau, korrekt. Also es ist eigentlich wirklich nur der Westen von Texas, da trifft es natürlich genau zu, da ist natürlich dann Wüste und da gibt es all diese Dinge, sehr trocken, Steppenläufer und so weiter, aber gerade der Osten von Texas ist unglaublich grün und niederschlagsreich und man kann so ungefähr in Austin, was ja so in der Mitte liegt, da gibt es dann die sogenannte I-35, das ist eine Autobahn, die von Süden nach Norden führt, durch Texas durch. Man kann ungefähr sagen, dass es dort letztlich dann beginnt zu kippen. Ja? Also das heißt, die Hälfte ist eigentlich sehr grün, es gibt sehr viele Niederschläge und dann letztlich von dort an wird es dann zunehmend trockener, steiniger und dann ganz am Ende in West-Texas natürlich sandiger. Das Wetter ist auch relativ extrem. Ja, also Wetterextreme sind in Texas enorm. Ja, wir stellen uns ja immer vor, dass dort wahnsinnig heiß ist. Interessanterweise stellen wir uns vor, dass es heiß ist und trocken. Das stimmt eigentlich nicht. Es ist heiß und schwül. Mhm. Ja, es ist natürlich unglaublich heiß zwischen Mai und September. Aber gerade im Frühling und im Herbst sind dann Temperaturschwankungen von 30 Grad Celsius und mehr an einem Tag möglich. Ja. Also in Texas gibt es nämlich keine Berge oder auch jetzt, sage ich mal, nördlich von Texas gibt es keine Berge. Das heißt, dass kalte Luft von Kanada sehr schnell über die sogenannte Prärie bis in den Süden bläst und dann hat man doch starke Temperaturstürze manchmal. Also das heißt, man braucht auf jeden Fall eine AC in Texas, also eine Air Conditioning, die auch gleichzeitig als Heizung funktioniert, was die meisten ja tun. Ja. Und man wird diese auch im Winter tatsächlich betreiben müssen. Also wie gesagt, die Winter sind schon relativ mild natürlich im Großen und Ganzen, aber es friert schon jeden Winter mehrmals zu. Ja. Viele von uns verbringen die USA und ganz spezifisch Texas mit Waffen in Verbindung. Das wissen wir, weil regelmäßig wir Berichte hören über Schießereien, über Unfälle, die mit Waffen passieren. Erzähl uns ein bisschen aus deinen Erfahrungen. Genau, also sicherlich ist so den Eindruck, den man gewinnt, dass jeder in Texas mit der Knarre am Gürtel rumläuft, also total aufgebauscht von den Medien. Also ich habe in der ganzen Zeit in Texas noch nie jemand gesehen, der hier die Waffe öffentlich getragen hat, irgendwie am Gürtel oder so, obwohl es erlaubt ist. Sogenanntes Open Carry ist erlaubt. Ja. Also ich habe auch nie irgendwie einen Zwischenfall mit Waffen beobachtet, persönlich. Ja. Aber dennoch gibt es natürlich diese schrecklichen Gräueltaten, diese Attentate auf Schulkinder und so weiter, diese Amokläufer. Ja. Also aus meiner Sicht ist natürlich das Waffenrecht in den USA komplett verrückt. Also ich bin überhaupt nicht gegen Waffen, aber ich meine, dass zum Beispiel jeder, auch der jetzt psychisch krank ist, ja, in den USA Waffen kaufen kann. Ja. Aber nichtsdestotrotz, also auf keinen Fall darf man sich vorstellen, dass man hier, wenn man durch die Öffentlichkeit läuft oder zum Starbucks oder so geht, da jeder hier mit der Knarre am Holster sitzt, das ist totaler Quatsch. Jetzt eine Sache, ich kann mich noch daran erinnern, als mein Vater früher in die USA gereist ist, geschäftlich, kam er dann immer zurück mit Jeans und Klamotten und Spielzeug, weil alles so viel billiger war in den USA. Das ist jetzt lange nicht mehr so. Ja, leider nicht. Also die USA sind sehr teuer geworden. Ja, mittlerweile Inflation ist dort extrem hoch. Und leider auch Texas, ja. Also ich meine, daher, wenn es jetzt darum geht, wenn es Ausland geht oder nicht, außer man hat einen sehr guten Job und man verdient gut, würde ich es keinem empfehlen. Also natürlich die
die Gehälter in den USA sind sehr viel höher als in Europa. Ja, also natürlich, die sind auf die Situation angepasst, aber man muss sich das schon also gut, vorstellen. Ja, also ich hatte jetzt mit neulich jemand gesprochen, der hatte mir gesagt, wenn er ins Restaurant geht mit seiner Familie, kommt er unter $100 pro Person, ja, nicht weg. Ja. Wow, Das war das ist kein ja mal eine Luxusrestaurant. Ansage. Ich glaube jetzt auch nicht, dass es eine Pizzeria war, ehrlich gesagt, ja, aber also normales Restaurant mit ein paar, sag ich mal, 3, 4 Personen, dann da $300, $400 zu zahlen, natürlich schon ein stolzer Preis. Also ungefähr das gleiche in Euro, ja, 300, $400 zu bezahlen, ist ein stolzer Preis, ja. Jetzt eine Sache, die total interessant ist, dass die USA und vor allen Dingen Texas unglaublich provinzlerisch sind. Und das wird wahrscheinlich viele unserer Zuhörer doch überraschen. Ja, genau. Also ich meine, wir haben hier in Europa sehr viel mehr Berichterstattung zu Trump und Biden, als man das in Texas zum Beispiel sehen würde. Ja. Dort wird die Medienlandschaft dominiert von den lokalen Politikern. Ja, also zum Beispiel der Gouverneur von Texas ist da laufend im Fernsehen oder auch einfach lokale Abgeordnete und so. Von der Bundespolitik bekommt man eigentlich relativ wenig mit. Ja, also das ist garantiert ganz anders, als man sich das vorstellt. Ja? Und das ist eben auch so eine letztlich bezeichnend für die Amerikaner, die sind unglaublich provinzlerisch. Man sagt auf Englisch dazu parochial. Ja? Also es interessiert letztlich nur der eigene Tellerrand, alles, was da oben drüber, alles, was darüber hinaus passiert, ist letztlich nicht wirklich relevant. Aber wenn man da ins Hotel geht, Fernseher anschaltet, sieht man im Grunde nur lokale News, ja. You're a redneck, das hört sich für unsere Ohren ein bisschen wie eine Beleidigung an, dem ist aber nicht so. Ja, absolut nicht. Also in Texas ist man stolz darauf, ein Redneck zu sein. Also ein Redneck, würde man sagen, ist jetzt jemand, der jetzt eher ländlich hier lebt oder ländlich groß geworden ist. Vielleicht würde man auf Deutsch sagen, Bauer oder sowas, du Bauer, ja. Aber da ist man stolz drauf in Texas. Es ist ja generell so, dass in Texas und durch Trump und ähnliche Politiker wurde diese ganze Sache nochmal angefeuert, werden Eliten jetzt eher mit Skepsis betrachtet. Also wenn man jetzt hier auf die Uni gegangen ist oder so, ja, dann wird es eher eigentlich mit Argwohn beobachtet, ja. Und dann hat eigentlich diese Person grundsätzlich erstmal weniger Glaubwürdigkeit, weil es zum Establishment gehört. Das ist so alles, was da mitschwingt, ja, all diese Dinge, ja. Das andere, was ich total interessant war, wie man mit Trunkenheit umgeht. Genau, also jeder weiß ja, Trunkenheit am Steuer ist natürlich in den USA verboten und wird scharf geahndet, ja. Also das heißt, wer am Steuer betrunken erwischt wird in Texas, der geht auf jeden Fall ins Gefängnis, wenigstens für eine Nacht, ja. Also garantiert. Ja. Aber nicht nur die Trunkenheit am Steuer ist eine Straftat, auch Trunkenheit in der Öffentlichkeit. Ja. Also das heißt, wenn ich betrunken durch die Stadt torkle, abends nach dem Trinken, gilt das als eine Straftat, möglicherweise eine Bagatellstraftat. Aber wenn man dann verurteilt wird, gilt man als vorbestraft. Ja. Und beim dritten Mal, wenn man erwischt wird, geht es dann 6 Monate in den Knast. Ja. Also das heißt, man muss gerade bei Alkohol sehr aufpassen. Ja, man denkt zwar, dass die Prohibition vorbei ist, aber viele Gesetze kommen immer noch aus der Prohibition. Und man darf nie vergessen, dass in den USA die Gefängnisse ja privatwirtschaftliche Unternehmen sind. Das heißt, viele Gesetze wurden in den letzten Jahren so verschärft, ja, in vielerlei Hinsicht, dass man gleich in den Knast kommt. Dann freut sich nämlich der sogenannte Prison Complex um zusätzliche Gelder. Trinken also nur zu Hause und nicht ins Auto, aber auch nicht zu Fuß wieder nach Hause gehen wollen. Ja gut, also man kann schon natürlich in Restaurants und so, trinken ja viele in Bars und so, ja. Und sicherlich, wenn man jetzt dort also einigermaßen betrunken ist, aber nicht komplett sturzbetrunken ist und noch einigermaßen gehen kann, dann geht's schon. Aber wie gesagt, also man kann hier jetzt nicht laut grölen, zum Beispiel in der Öffentlichkeit. Das wäre nicht gern gesehen und auch verboten. Das letzte fand ich total interessant. Ich schaue mit großer Begeisterung Fixer Upper, deswegen wusste ich das schon. Und zwar, obwohl die Häuser in den USA alle oder in Texas ganz, ganz besonders beeindruckend aussehen, wenn man so ein bisschen mal am Lack kratzt, ist es nicht ganz so schick dann. Ja, genau. Also diese Häuser werden dort ja alle in ein paar Wochen hochgezogen. Es gibt keine Keller oder sowas, keine richtigen Fundamente manchmal. Ja, also letztlich diese Häuser sind einfach ein paar Holzlatten aus dem Baumarkt, ja,
Da werden Rigipsplatten draufgenagelt und dazwischen ist Dämmwolle gestopft. Ja, also es ist ehrlich Billigbau. Ja. Die sind aber dann nicht billiger als jetzt irgendwelche Häuser wie in Deutschland zum Beispiel mit Keller und die richtig jetzt zumindest Stein oder Beton noch hier beinhalten im Bau, ja, sondern die sind mindestens genauso teuer, ja. Also selbst Apartmentgebäude, ja, also mehrstöckige Mehrfamilienhäuser mit mehreren Wohnungen, ja, sind so gebaut, ja. Also man kann sich mal anschauen. Man denkt, man fährt durch irgendeine Filmkulisse, weil da überall diese Bretterbuden stehen. Ja? Und am Ende wird dann irgendwie noch so künstliches Ziegelmuster dann draufgeklebt, dass es so aussieht, als würden da richtige Steine verbaut werden. Sebastian, vielen, vielen Dank für deine Eindrücke, wenn es um Texas geht. Gerne. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.